Hallo AVOPs, herzlich willkommen im Bereitschaftsraum. Ich bin der Dirk. Und ich bin der Niklas. Und ich bin ein Redshirt und somit des Todes. Und deshalb lese ich heute mal die Setcard für das super geile Set, das wir hier vor uns haben. Als erstes auch genau, worum es geht. So sieht's aus. Das ist das Star Trek Gemälde in Picards Bereitschaftsraum. Das ist ein Bluebricks Pro Set mit der Setnummer 105 420. Teileanzahl unfassbare 3744 für 189,95. Und das gute Stück ist 1,2,5 Meter breit, 3 Zentimeter dick und 53 Zentimeter hoch. Also da braucht er ein bisschen Platz. Ja, so. Haben wir das? Weiter geht's. Ja. Also, es geht ums Bild, denn es ist da. Es ist da. Es ist da. Ja, es ist angekommen. Es ist jetzt da. Und wollen wir es mal hochheben? Ja, wir zeigen es ja mal. keiner. Also. Sieht man mich noch? Nee, gell? Ich glaube, man sieht uns beiden nicht mehr. Hallo! Also wir sind noch da. Ja. Ihr könnt jetzt sehen, was das für Ausmaße hat. Ich verstecke mich einfach hier. Ja. Und mich sieht man eh nicht. So. Also Machen den Rest des Videos einfach mit. Ja, wir halten einfach nur das Bild. Nein, macht nicht. Aber ihr seht, es ist groß. Es ist groß. Es ist groß und es sieht verdammt geil aus. Ja, es ist also echt ein Knaller geworden. Das können wir jetzt hier gar nicht so zeigen, aber wenn es mal an der Wand hängt, ne? Also es macht was her, ja. Oh ja, und zwar richtig. Wir haben ja hier auch Wände und da haben wir das auch mal hängen gehabt und es war gut, gell? Wir haben ja auch Wände. Das ist ja eigentlich krass, ne? Wahnsinn, wir haben hier Wände. Ja, Gott, nochmal. Dieser. Ja, also es macht was her, wenn es an der Wand hängt. Ja. So. Zum Modell. Ich muss mal eben hier so ein bisschen gucken. Ich halte es fest und du guckst irgendwie. Ja, ich hab doch keine Ahnung, wie ich das machen soll. Das ist einfach. Wir legen es mal wieder hin. So, wir können es ja so ein bisschen so. Nee, leg's mal flach hin. Leg's mal flach hin, weil da hinten steht eine Kamera. Die kann uns helfen. Ich mach das einfach mal so. Ne? Also ihr seht ein Riesenteil. Und ich hoffe, man sieht es auch so ein bisschen in der Kamera und man hat es gerade gesehen. Es ist ein bisschen 3D. Also es ist erhaben an vielen Stellen. Ja. Das liegt natürlich daran, hier sind natürlich überall diese 1x1 Roundplates und sowas dran. Es ist, der Hintergrund ist quasi komplett gefliest. So wie eben dieses Bild bei Picard im Ready Room halt aussieht. Nur, dass die Enterprise bei uns natürlich im Gegensatz zum Bild jetzt so ein bisschen hervorsteht. Ja. Ich finde es ziemlich geil gebaut an vielen Stellen. Ich hätte auch, also es ist auch so, ich muss das vielleicht dazu sagen, ich habe das Ding gebaut. Und wenn ihr es baut, ihr baut das so in Segmenten, in 4 Segmenten, die ihr dann hinterher zusammensteckt. Ja. Wenn ihr es baut, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es geht nicht voran, es ist halt 4 Fliesen legen und so. Und dann man sitzt ja immer so ganz nah davor und guckt sich das an und denkt sich, das sieht eigentlich gar nicht so geil aus. Ja, aber wenn es fertig ist. Und dann, genau, wenn es dann aber fertig ist und man es irgendwo hinstellt oder eben aufhängt, dann merkt man erstmal, wie unfassbar geil es wirklich aussieht und wie gut es geworden ist. Ja. Also das ist wirklich eine Sache, das ist so ein Teil, das wirkt dann, wenn es fertig ist. Richtig, das ist wirklich so eine Sache. Also das ist ein Teil, das müsst ihr wirklich fertig bauen, damit ihr merkt, wie geil es eigentlich ist. Also wir haben uns auch alle gewundert. Wir haben der Matthias hat ja voller Freude und Enthusiasmus den Prototypen gebaut in den berühmt-berüchtigten Prototypfarben, wo man halt überhaupt nichts drauf erkennt. Ich wollte gerade sagen. Und da haben wir auch gedacht, so, naja, wie das wohl wird. Und dann hatten wir das erste Produktmuster hier und das war fertig. Und dann haben wir alle davor gestanden und gedacht, Alter, ist das Ding geil. Also das ist, das sieht wirklich, es ist wirklich super geworden, auf jeden Fall. Oh ja. Ja, wie gesagt, zu den Bautechniken gibt es jetzt gar nicht so viel zu sagen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist halt vor allem Fliesenplatten aufeinander. Also es ist, was das angeht, auch es ist, im Grunde genommen ist es entspannt zu bauen. So ein bisschen anspruchsvoll wird es halt dadurch, dass es viel ist. Und dass ihr eine große Fläche braucht, um es zu bauen. Es ist halt also keine große Abwechslung. Der Bauspaß da jetzt so super toll ist wie bei Blaustein oder sowas, das weiß ich jetzt nicht, aber das Endergebnis ist in dem Fall das, aber ich wollte gerade sagen, das Endergebnis ist super und ihr braucht aber einen großen Tisch. Ja. Also auch wenn ihr diese 4 Segmente macht, irgendwann kommt halt der Punkt, dass ihr die 4 Segmente auch mal zusammensetzen müsst und dann auch den großen Tisch. Auf dem kleinen 5-Euro-Tisch vom dänischen Hersteller, schwedischen Hersteller, der mit den 4 Buchstaben, da wird es nicht funktionieren. Nee. Drucke haben wir hier ein. Das ist hier unten. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir es irgendwie umdrehen. Ich habe eine Platte verloren. Okay. Aber das ist ganz gut, das sieht man schon mal. Genau. Ich drehe es mal um. Ja, ich helfe dir mal halten. So. Das ist die Rückseite. Genau. Und ihr seht, wir haben da neue Platten. Platten, die wir vorher noch gar nicht hatten.
halt so große Platten, die mit Technikteilen mit Technikpins einfach zusammengehalten werden. Hinten überall nochmal hier Plate rein überbaut. Ihr habt es gesehen, irgendwo da ist nämlich einer abgeflogen. Sieht man sie? Ja, genau. Hier oben das ist, weil wir das Ding hier die ganze Zeit hin und her räumen. Also bei euch passiert das nicht, aber wenn man das Ding von A nach B schleppt, wenn du es halt hier biegst, hinhängt, ne? Wenn sich das durchbiegt, dann platzen halt die Plates, Genau. aber das macht man ja im Normalfall nicht. eigentlich nicht, nein. Und wir haben auch hier oben ein neues Teil. Ja. Auch das ist neu. Das sind beides, also die Platten und auch das Teil sind tatsächlich komplett neue Mold. Ja. Die wir extra angefertigt Für dieses angefertigt haben lassen. Nein. Anfertigen haben lassen? Anfertigen haben lassen. Ich bin in letzter, also irgendwie weiß ich auch nicht mit meiner Grammatik. Haben anfertigen lassen? Also wir haben neue neue Teile machen lassen. Genau. So, fertig. Und ihr seht das eben schon, hier habt ihr diese Zacken drin, damit ihr das auf dem Nagel, den ihr in der Wand habt, eben entsprechend positionieren könnt. Und ihr habt 2 Stück davon eben dabei, dass ihr das Bild vernünftig aufhängen könnt. Was tust du da? Das ist die Wahlsonde. Das müssen wir jetzt auch mal zeigen. Das ist die optionale Bauvariante. Ja, das ist die Wahlsonde. Ne? Also der Star Trek-Kenner weiß genau, was gemeint ist. Oh Gott, die Wahlsonde. Gut, noch eine wichtige Sache. Und das zeigen wir euch jetzt auch, weil wir euch den Karton mal zeigen wollen. Leg's mal hin und leg's mal zur Seite. Ich leg's mal zur Seite, warte. Du sollst nicht kaputt machen. Nein, ich hab's repariert. Hallo, ja, das heißt so, wir haben hier nämlich mal wieder logischerweise einen wunderbaren Karton. Einen schönen Karton. Der ist groß. Sind ja auch viele Teile. Und voll vor allen Dingen. Und voll, ja. Ihr kennt das ist das normale Design, was der Lizenzgeber vorlegt. Hier hinten seht ihr dann auch nochmal diese Aufhängerelemente da und auch nochmal den Druck und es halt einen 3D-Effekt hat. Und ihr seht natürlich auch, aber das kennt ihr ja, Next Generation, denn da kommt es her. Es hängt bei PK halt im Bereitschaftsraum. Interessant bei dem Karton ist jetzt, was jetzt neu ist, das Ding hat eine Banderole. Ja, warte, ich helfe dir mal. Ich halte die Banderole fest. Du und ich ziehe mal den Karton raus. So. Ja, warte. So. Und ihr seht, habt es auch gerade in der Kamera gesehen, die Banderole hat nämlich in der Mitte so einen Shiny-Effekt. Ach so, Entschuldigung, ich habe gedacht, das hättest du eben schon gezeigt. Hier, ich hoffe, man hat es gesehen. So. Ja, genau. So, da ist wirklich das Bild nur. Und das ist dann halt quasi der Karton, wie er dann normal aussieht. In Anführungsstrichen. Aber das kennt ihr. Aber auch eine andere Sache, denn nicht wie bei den anderen Star Trek-Kartons ist das hier ein Karton zum Aufklappen. Genau, also keinen zum Aufmachen und Ausschütten. Richtig. Sondern den kann man schön aufklappen. Das mache ich jetzt hier einfach mal. So. Und dann seht ihr auch, was da so drin ist. Und vor allem seht ihr auch eins, ihr seht eine verdammt große Anleitung. Verdammt groß. Nehmen Sie mal raus, die zeigen wir nämlich gleich auch. Und ihr seht auch schon, ihr habt wieder Box A und B. Es ist nun mal so, verlasst euch da nicht auf A. Es kann halt sein, dass die Teile, mit denen ihr anfangen müsst, auch in der Box B sind. Das ist nur eine Bezeichnung für das Packen des Sets, damit die wissen, dass alles drin ist. Genau. Also es hat nichts auszusagen von wegen mit A fangt ihr an. Nee, also es kann durchaus sein, dass ihr die Tüte für Bauschritt 1, 2 und 3 in Box B findet. Und ihr seht, diese Platten sind halt einzeln daneben gepackt. Deswegen, ich sage ja, die Verpackung von dem Teil ist halt ein bisschen was Besonderes. So, und jetzt kommen wir zur Anleitung. Genau. Ich glaube nämlich, mehr gibt es über den Karton eigentlich auch nicht zu sagen. Eine formschöne Anleitung in Ringbuchheftung, nennt man das so? Ringbuch. Und ich komme noch mal drauf zurück, sie ist groß. Ja, also das ist, auch dafür braucht ihr Platz auf dem Tisch. Ich würde mal so über den Daumen gepeilt schätzen, eine A3-Anleitung. Das liegt halt daran, das Bild ist halt eben mit den ganzen kleinen Fliesen und so ein bisschen kompliziert zu bauen. Genau. Sagen wir es mal so. Und man muss ihr müsst immer genau ein bisschen außen rum sehen und dementsprechend sind die Seiten halt recht groß. Ihr seht es hier erstmal, ihr habt 9 Bauabschnitte. Genau. Also hier, da, 9 Stück. Und hier oben seht ihr einen Hinweis. Ja, genau. Einen ganz wichtigen Hinweis. Ihr kriegt nämlich so geile Platten hier. Warte, ich schütte sie mal aus. Das sind quasi... Das sind die 5 Geheimplatten, wo wir euch nicht verraten, wo ihr die hinpacken müsst. Das müsst ihr selbst rausfinden. Nein, Quatsch. Das sind Farbmuster. Richtig. Ja. Die könnt ihr euch, also da ist auch eine Plate drin, das steht da ja auch in der Anleitung.
Die könnt ihr euch nämlich auf so eine, was ist das, 2, 4, 6, 10? Nein, 12. 12, ja. Das sind ja 6 Stück. 6 Stück. Ja. Die könnt ihr euch auf so eine 2x12-Platte nämlich setzen. Und glaubt mir, macht das. Das ist unfassbar wichtig, das zu machen, weil ihr müsst in der Anleitung wirklich mal gucken, welche Farben das sind. Ihr habt dann nämlich auch, wenn ihr hier irgendwann dabei seid, nämlich gerade diesen Bereich unten, was ist das, unten rechts, wo dieser helle Nebel ist. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo der ist. Da ist er. Wenn ihr den baut, seht ihr dann auch hier in der Anleitung, ihr habt da Zahlen dran stehen. Und das ist eben das ist für euch, dann könnt ihr nämlich diese Platten wirklich neben die Teile legen und sehen, ob ihr wirklich die richtige Farbe habt. Weil hier seht ihr ja schon, dieser ganz helle Bereich und der etwas dunklere Bereich, hier, die sind im Druck eigentlich schwierig auseinanderzuhalten. Ja. Und deshalb steht hier oben dabei genau, welche Zahl das ist. Und dann wisst ihr genau, okay, in Steinfarbe sieht das so aus. Genau. Und da kann halt nichts schief gehen. Ne? Genau, das ist wirklich für euch, damit ihr das auch vernünftig bauen könnt. Wir haben hier auch irgendwann noch so einen kleinen Hinweis, das ist so der letzte, den wir noch haben, wenn ihr diese ganzen 1x1 Roundplates dran setzt. Da haben wir es nämlich auch gehabt, damit ihr das gut erkennen könnt. Ihr seht das hier oben, es werden die in Dark Bluish Gray oder Light Bluish Gray verbaut. Und neben dem Light Bluish Gray ist so ein grüner Punkt. Das ist kein Fehler, das liegt einfach daran, der Punkt ist auch hier unten dann im Bild überall daneben, damit ihr wisst, welches davon jetzt wirklich Light Bluish Gray ist. Genau. Also das haben wir haben da so ein paar Hinweise eingebaut, um es halt für euch einfacher zu machen. Weil es wird ansonsten wirklich schwierig, vor allen Dingen, wenn du bei Bauschritt 833 angekommen bist, hast du schon so einen Ballon. Ja, genau. Und da ist es echt schwierig, wenn das nicht entspricht. Und da haben wir halt, da gucken wir dann halt, dass das eben dass ihr es da einfach habt. Ja. Sonst, ihr kennt die Anleitung ist vom Design her genauso wie das andere auch. So, dann ziehst du noch mal rein, denn ich glaube, wir haben euch damit dann auch alles Wichtige zum Bild erklärt, was es zu erklären, zu zeigen. Und ich meine, das Bild, glaube ich, vom Aussehen her spricht für sich. Ja, würde ich jetzt mal so sagen. Und damit würde ich auch sagen, war's das für heute aus dem Noppenstein-Studio. Viel Spaß. Nee, warte mal. Siehst du, jetzt hast du mich total... Weil man mich auch nicht sieht hier hinten. Noppensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt's mehr. Und jetzt kommt's. Viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ach, und ganz wichtig, wenn ihr keine weiteren Star Trek-Videos verpassen wollt, abonniert doch und lasst vielleicht... Glocke und so, ein Like, Glocke und ihr kennt das, ne? Also, wisst Bescheid. Weil da kommt ja noch mehr. Wir haben da noch mehr. Ich bin schon ruhig. Ich sag gar nichts mehr. Ciao.